Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich euch erklären, wie ihr mit Audible 2 gratis Hörbücher bekommen könnt. Und es bleibt nicht bei den zweien, sondern ihr könnt das Ganze sogar mehrmals hintereinander machen mit verschiedenen E-Mail-Adressen und könnt so viel mehr als 2 gratis Hörbücher bekommen. Ich werde euch das alles Schritt für Schritt erklären und ich würde sagen, es geht gleich los nach dem Intro. Ich erkläre euch jetzt hier anhand dieser kurzen PowerPoint-Präsentation, wie das Ganze funktioniert. Wir beginnen damit, dass ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung drückt und dann auf die Amazon-Webseite für Audible kommt. Dort werdet ihr einen gratis Probemonat bekommen können. Das werde ich euch nachher alles Schritt für Schritt erklären. Und mit diesem Probemonat haben wir sozusagen ein kostenloses Hörbuch. Dann, uns reicht aber nicht ein kostenloses Hörbuch, sondern wir wollen mehr. Und deshalb tun wir so, als würden wir kündigen. Also wir gehen bis zum vorletzten Schritt der Kündigung und dort versucht uns Audible möglichst zu überzeugen, um nicht zu kündigen. Das machen sie, indem sie uns ein Angebot machen. Sie sagen sozusagen, hey, wir geben dir nochmals ein gratis Hörbuch, dafür kündigst du nicht. Und das nehmen wir natürlich an, aber unser Trick ist halt, wir kündigen dann trotzdem. Das Gute ist, dass wir die beiden kostenlosen Hörbücher trotzdem noch in der Bibliothek behalten, auch wenn wir kündigen. Und somit haben wir 2 kostenlose Hörbücher und kein Bezahlen monatlich. Und wir können das Ganze wiederholen, und zwar mit neuen E-Mail-Adressen. Wir erstellen einfach eine neue E-Mail-Adresse und können das Ganze nochmals durchgehen, einen neuen Probemonat starten und wieder fast kündigen. Und so können wir das im Prinzip mehrmals hintereinander machen und haben immer auf dem Account unsere beiden kostenlosen Hörbücher. Jetzt erkläre ich euch noch genauer Schritt für Schritt, wie das Ganze funktioniert. Ich bin jetzt auf der Produktseite von Amazon, wo die das Audible-Angebot anbieten. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Unten könnt ihr einfach mal drauf gehen und auch mit mir mitmachen. Dann haben wir hier den Button 30 Tage kostenlos testen. Und das ist genau das, was wir machen. Wir wollen ja dieses Probeerlebnis bekommen und den Probemonat starten. Also gehen wir hier drauf. Wir werden hier aufgefordert, uns anzumelden. Wir können, wenn wir aber noch kein Amazon-Konto haben, auch hier ein neues erstellen. Die Frage ist jetzt, wenn du schon eins hast, dann kannst du ja gerne dieses benutzen. Einfach einmal. Und wenn du gerade eine neue E-Mail-Adresse erstellt hast, kannst du hier einfach ein neues Amazon-Konto erstellen. Ich gebe jetzt hier die Daten ein und dann sehen wir uns gleich, wenn ich das ausgefüllt habe. Ich werde jetzt hier aufgefordert, dieses Puzzle zu lösen. Werde ich mal machen. Pinguin. Perfekt. Ihr bekommt einen Code auf die E-Mail-Adresse, die ihr gerade eingegeben habt. Und dann könnt ihr diesen hier eingeben und geht auf ihr Amazon-Konto erstellen. So, wie gesagt, ihr werdet hier nach der Kreditkarte gefragt. Ihr gebt hier einfach eure Kreditkarte an, aber keine Sorge, da wird nichts abgezogen, weil wir das Audible-Konto noch bevor der Monat abgelaufen ist wieder kündigen. Also wir werden es nachher gleich sogar schon wieder kündigen. Und da müsst ihr euch keine Sorgen machen und Amazon ist auch ein vertrauenswürdiger Anbieter. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass die euch irgendwie abzocken oder so. Also gebt einfach eure Kreditkarteninformationen an und geht auf Karte hinzufügen. Auf dieser Seite könnt ihr einfach alle eure Informationen angeben und dann diese Adresse verwenden drücken. Hier seht ihr nochmals die Bestätigung. Ihr seht, es kostet wirklich nichts in den ersten 30 Tagen. Und dann würde es 9,95 € pro Monat kosten, aber das wollt ihr ja nicht oder vielleicht wollt ihr das sogar. Dann habe ich euch am Ende noch ein kleines Angebot, wie ihr 3 Monate lang 50% sparen könnt. Deshalb bleibt bis zum Ende dran, wenn ihr doch ein richtiges Abo wollt. Aber wenn ihr nur die beiden gratis Hörbücher haben wollt, dann könnt ihr jetzt hier einfach auf Bestätigen. Und dann kommt noch eine Bestätigung und wenn wir das gemacht haben, können wir zum nächsten Schritt rübergehen. In diesem Schritt gehen wir zu audible.de und loggen uns hier mal ein. Wir geben hier wieder die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, das wir vorhin erstellt haben und dann drücken wir auf Anmelden.
Ihr seht schon, wir sind jetzt hier in unserem Interface von Audible drin. Hier seht ihr auch, wir haben ein Guthaben, also das ist gleich viel wert wie ein Hörbuch, damit können wir es dann kaufen. Und jetzt müssen wir so tun, als würden wir unser Audible-Konto kündigen. Dafür gehen wir hier oben auf Mein Konto. Und hier seht ihr dann gleich unten den Button Abo kündigen. Da drücken wir drauf. Und jetzt kommt so ganz viel, wo sie uns versuchen zu überzeugen, sage ich jetzt mal. Erstmal gehen wir hier nach unten und wir drücken mit Kündigung fortfahren, weil wir haben ja schon ein Guthaben, das möchten sie eigentlich, dass wir das noch einsetzen, aber wir wollen mit der Kündigung fortfahren. Und dann könnt ihr einfach hier etwas auswählen. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Und zwar seht ihr, wir haben hier verschiedene Angebote, also eigentlich 2, die sie uns machen wollen. Hier geben sie uns ein extra Guthaben. Das ist genau das, was wir wollen. Und das können wir hier einfach ganz einfach annehmen. Und schon seht ihr hier oben 2 Guthaben verfügbar. Also wir haben uns jetzt ein gratis Guthaben geholt. Der nächste Schritt ist, dass wir unsere Guthaben ausgeben können. Das könnt ihr entweder hier machen oder dann gleich in der App, wenn ihr die schon installiert habt. Sonst einfach auf euren Play Store oder App Store gehen und dort Audible eingeben und die App herunterladen. Ich kann es hier auch gleich kaufen. Ich wähle hier einfach eines dieser Hörbücher aus. Und dass ihr seht, es funktioniert. Für ein Guthaben kaufen wählen wir aus. Und schon ist es bereit zum Hören. Also hören können wir es dann natürlich auf der App. Aber wir haben es jetzt gekauft. Und ich werde mein zweites Guthaben jetzt auch noch kurz aufbrauchen. Und dann sehen wir uns wieder. Perfekt. Ihr seht, ich habe jetzt kein Guthaben mehr verfügbar. Aber 2 Hörbücher habe ich mir gekauft. Jetzt kann ich nochmals in die Kündigung gehen, also mein Konto. Und jetzt gehe ich nochmals auf mein Abo kündigen. Der Unterschied zum letzten Mal ist, dass ich diesmal wirklich mit der Kündigung durchgehen will. Also ich will wirklich kündigen, weil ich möchte nichts bezahlen. Hier eine kurze Anmerkung für die Leute, für die das einfach zu kompliziert ist, all das jetzt so hin und her zu machen, die einfach sagen, okay, ich bezahle. Ihr könnt hier von diesem 50% Angebot profitieren für 3 Monate. Und wenn ihr das annehmt, habt ihr einfach in den 3 nächsten Monaten den halben Preis. Und ja, und für die, die es gratis wollen, die können hier mit Kündigung abschließen. Können wir ganz kündigen. Ihr seht, Abo erfolgreich beendet. Und wenn wir jetzt in unsere Bibliothek gehen, sind diese immer noch drin und wir können das anhören und herunterladen. Also wir können da weiterhin diese Hörbücher hören. Wenn euch 2 Hörbücher noch nicht genug sind, könnt ihr ganz einfach den ganzen Prozess, den wir hier gemacht haben, wiederholen. Also wieder in die Videobeschreibung gehen und dort über den Link das Probeabo kaufen und so weiter. Ich kann euch noch kurz zeigen, wie ihr eine neue E-Mail-Adresse erstellen wollt, wenn ihr das Ganze mit einer weiteren E-Mail-Adresse machen wollt. Wir gehen dafür auf gmail.com und können hier gleich ein Konto erstellen. Ihr gebt hier eure Daten ein und dann habt ihr schon bald eine Gmail-Adresse, mit der ihr das Ganze nochmals durchgehen könnt und ja, dann sollte das kein Problem sein. Ich würde das einfach nicht mehr als 3 bis 4 Mal machen, weil irgendwann merkt das Amazon und die sperren euch das Profil und das wollen wir ja eigentlich nicht. Genau, deshalb 2 bis 3 Mal müsste kein Problem sein. Ich habe jetzt auch schon 4 Accounts erstellt und ich habe keine Probleme. Aber ich empfehle euch, das einfach nicht zu übertreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like und ein Abo freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.